Ich muss hier gerade noch meine Textdatei vorbereiten. Ich muss die Schrift ein bisschen größer machen, damit ich was sehen kann. Ich habe eigentlich schon komplett vergessen, worüber ich reden möchte, weil dieses Skript einfach schon wieder voll alt ist. So, ich glaube, jetzt ist es soweit lesbar für mich. Ich könnte ja auch theoretisch meine Brille tragen, aber ich bin immer so, ich finde immer, es spiegelt immer so ein bisschen in der Cam. Okay, so. So, Vorbereitung abgeschlossen, ich bin fertig und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video, in dem es heißt Kita in Japan, wie ist das? Ich wollte dieses Video eigentlich schon total ewig machen und irgendwie kam ich nicht dazu, weil ich noch irgendwie so einen riesigen Backlog an anderen Videos hatte, die ich gerne irgendwie vorher fertigstellen wollte. Aber ich meine gut, jetzt bin ich endlich bei diesem Video hier angelangt. Der Grund, weshalb ich dieses Video mache, ist nämlich, dass Shiori jetzt schon seit ein paar Wochen erfolgreich in die Kita geht. Mann, das war echt eine Umstellung. Also ein wahnsinniger Life-Changer. Denn ich muss sagen, davor war es gar nicht so leicht. Denn ich hatte teilweise auch ziemlich viele Videoprojekte, die ich gemacht habe. Ich hatte sie auch immer mit. Also sie hat es super toll alles mitgemacht. Es war super genial. Sie ist wirklich ein super, super liebes Kind. Aber ich habe halt gemerkt anhand von, ich sag mal so alltäglichen Sachen, dass irgendwie der Umgang mit anderen Kindern komplett fehlt. Das liegt halt leider daran, dass ich leider Gottes die sehr traurige Erfahrung gemacht habe, und zwar sehr, sehr häufig, dass wenn ich mit ihr mal auf den Spielplatz gegangen bin und dort andere Kinder gespielt haben, dass die Mütter, warum auch immer, ihre Kinder von Shiori weggezogen haben. Und das war teilweise wirklich total frustrierend. Ich hatte sogar immer wieder mal die Situation, dass das Kind eigentlich total gerne mit Shiori spielen wollte, weggezogen wurde, total komplett irritiert reingeschaut hat, Shiori mich total fast heulend angeguckt hat und Gomenasai gesagt hat und ich ihr klar machen musste, dass es nicht ihr Fehler war. Ja, und das ist irgendwie sehr, sehr häufig passiert. Hat mich auch teilweise sehr runtergezogen und dadurch, dass sie halt langsam 3 Jahre alt wurde, haben mein Mann und ich beschlossen, sie dann einfach in eine Kita zu packen und es einfach zu probieren, wie sie sich macht. So, aber dazu später mehr. Erstmal generell vorab. Es hat wirklich erstmal ein bisschen gebraucht für mich zu checken, was jetzt was ist im Japanischen. Ich habe mir die Notizen hier gemacht. Falls mir doch irgendwie ein Fehler unterlaufen sollte, ich hoffe nicht, denn ich habe viel recherchiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Und schreibt auch sehr gerne, wie das in Deutschland ist. Ich meine, mein kleiner Bruder ist jetzt 10 Jahre jünger als ich. Seine Kindergartenzeit ist jetzt ein bisschen her. Ich kann mich nicht mehr so haargenau daran erinnern, wie das bei ihm war. Aber ja, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Einfach als Vergleich. Ich lese das immer wahnsinnig gerne. So, es gibt nämlich nicht nur den Hoikuen und den Yochien in Japan, es gibt noch ein paar andere Einrichtungen. Wir haben da zuerst zum Beispiel den Ichiji Hoikuen. Dies ist eine Kita für spontane Notfälle, wo jemand quasi einmalig eine sehr dringende Kinderbetreuung benötigt. Es gibt natürlich auch Babysitter-Services, aber diese Möglichkeit gibt es halt auch. So, kommen wir nun zum Yochien. Dieser entspricht dem, ich sag mal, normalen Kindergarten für Kinder ab 3 Jahre. Es waren heute wieder sehr viele Autos hier entlang. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, sorry. Aber gut, wo waren wir? Genau, also der Yochien geht bis zur Grundschule und wird je nach Betreiber anders strukturiert. Man muss generell sagen, Tokio besteht ja aus verschiedenen Bezirken, die Kus, und diese sind tatsächlich komplett unterschiedlich manchmal. Klar, ich sag mal so, das Grundkonstrukt von den Kitas und Kindergarten ist grob gesehen gleich, aber es gibt hier und da kleine, feine Unterschiede, je nachdem, wo du wohnst. Vor allem auch bei der Kita, wenn die Eltern arbeiten müssen, wie viel du bezahlen musst, damit das Kind in die Kita gehen kann. Oder halt dementsprechend sogar, wie viel du monatlich verdienen musst. Das ist immer komplett unterschiedlich. Außerdem sind die meisten Yochien privat und es gibt nur wenige städtische. Was mir auch noch gerade einfällt, ist zum Beispiel, dass viele Kindergärten in Deutschland ja auch sehr oft zusammen mit Kirchen zusammenarbeiten oder auch natürlich von Kirchen gestellt werden. Und in Japan hast du es häufig so, dass sehr viele Kindergärten sehr nah an Tempeln und dann auch an Friedhöfen sind. So, aber jetzt nochmal zurück zu den Yochien. Bei den meisten Yochien, da sie privat sind, verlangen eine Uniform und sind in der Regel nur halbtags mit weniger Plätzen für längere Betreuungen. Es gibt sogar Yochien, die eigene Schulbusse haben, je nachdem, wo die Eltern der Kinder wohnen. Und so wie ich das verstanden habe, sind einige Yochien so strukturiert, dass sie quasi schon so wie eine Vorschule fungieren und die Kinder dementsprechend schon für die Schulen vorbereitet werden. Und bei den Yochien ist es so, kommt aber auch wieder ganz individuell auf den Ort an, aber das ist immer so, was ich von den anderen Müttern mitbekomme, dass der Aufwand der Eltern wesentlich höher ist als beim Hoikuen.
Also sprich, die Eltern müssen einfach viel mehr machen. Sie müssen mehr Sachen nähen. Sie müssen viel, viel mehr auch, glaube ich, zu Aktivitäten hin und generell, glaube ich, auch sich an der Planung beteiligen. Hier auch. Also hier gilt auch wieder, wenn jemand das irgendwie besser weiß, gerne in die Kommentare. Das sind halt immer nur so Sachen, die ich auf Twitter mitbekomme oder auch so von Freunden gehört habe. So, und nun kommen wir zum Heuquin. Dieser geht für Kinder meist schon für 3 Monate los. Also natürlich, wenn die Eltern sehr berufstätig sind und halt keinerlei Zeit für das Kind haben. Und auch hier gibt es viele verschiedene Variationen. Manche bieten quasi nur eine Kinderkrippe an und man muss, sobald das Kind 3 Jahre alt ist, in einen normalen Kindergarten wechseln. Oder es gibt auch wiederum Heuquin, wo nur Plätze für Kinder ab 3 Jahren vorhanden sind. Es ist wirklich komplett unterschiedlich überall. Und dann gibt es Heuquin, das ist zum Beispiel der, in den Shiuri geht. Dieser betreut Kinder von 0 bis 5 Jahre, bis sie in die Grundschule gehen. Es gibt viel mehr öffentliche Heuquin als Yochien, aber es gibt auch einige private. So, und dann gibt es noch die Ninka Heuquin, sogenannte private Heuquin von der Stadt, beziehungsweise heißen sie auch Ninsho Heuquin. Und ich weiß nicht hundertprozentig, wo hier genau der Unterschied ist. Ich habe nur irgendwie herauslesen können, dass vor allem zweiteres teurer ist als normale Heuquin. Aber genau, also ihr seht, es gibt wirklich viele, viele verschiedene Einrichtungen. Und ich muss sagen, für mich war das erstmal komplett irritierend, was jetzt was genau ist. Ja, also ich war da ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Ich bin sehr froh, dass mir mein Mann da sehr, sehr, sehr viel geholfen hat. Und dann ging das Ganze so los. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich gedacht, man müsste zu den verschiedenen Kindergärten bzw. Kitas hin und sich bewerben, aber nein, das war komplett anders. Also zumindest in dem Bezirk, in dem wir wohnen. Wir mussten uns bei der City Hall melden und haben quasi einen riesigen Batzen an Dokumenten bekommen, wo sie wirklich alles ins kleinste Detail wissen wollten, wie viel mein Mann verdient, wie viel ich verdiene, ja, das bisschen, was ich verdiene, wie seine Arbeitszeiten sind, wie, wenn ich arbeite, meine Arbeitszeiten sind und wirklich alles komplett, ganze Versicherung, bla bla bla. Also es war wirklich ein riesiger Batzen an Dokumenten und dann mussten wir an einem Tag nochmal ins City Hall und haben uns dann quasi beworben. Es gab dort eine Liste an Heuquin, die wir aussuchen konnten, die zur Wahl standen. Man hat dann auch direkt gesehen, wie viele Plätze noch frei waren. Und das Lustige ist, dass jetzt Shiuri tatsächlich in den Heuquin gegangen ist, in dem mein Mann vor Jahrzehnten war. Mittlerweile sieht das Haus auch komplett anders aus natürlich, aber ja, wir haben dort tatsächlich sogar auch direkt einen Platz bekommen. Das fand ich auch natürlich sehr interessant, weil eine Sache, die ich auch auf Twitter immer wahnsinnig oft mitbekomme, ist die, wie Leute strugglen, einen Kindergartenplatz zu kriegen, weil es einfach so wenige gibt. Das ist halt wirklich leider Fakt. Und hier war das einfach so, wir haben uns beworben und haben direkt eine Zusage bekommen. War wirklich überraschend. War echt super. Ich war wahnsinnig nervös vor diesem Life-Changer und ich bin ehrlich, es ist wirklich komplett ein Life-Changer geworden. Genau, also nachdem wir akzeptiert wurden, musste ich mit Shiuri zum Kinderarzt. Dort musste sie einmal komplett abgecheckt werden. Die haben halt auch so grundlegende Sachen gefragt, wie ob sie mit so Klötzchen spielt, ob sie Förmchen in diese Formteile packen kann, ob sie schon zeichnet, ob sie mit Stäbchen essen kann und halt solche Sachen. Genau, und dann ging es zum Gespräch in die Kita und dann haben wir einen Batzen an Papieren bekommen mit einer Liste, was wir alles kaufen müssen, also was der Heuquin alles von uns braucht. Das waren sehr, sehr viele Klamotten und auch, was ich noch alles nähen durfte. Oh mein Gott. Und da wir keine Nähmaschine haben, habe ich alles per Hand genäht. Es war Gott sei Dank nicht viel. Das waren unter anderem Nachfütter, Namensschilder auf der Futondecke und auf dem Futonbezug. Und was ich komplett eigenständig genäht habe, war ein Turmbeutel. Also eigentlich kein Turmbeutel, aber es war so eine Art Emergency Bag. Also es hat jedes Kind, wo Name, Adresse, die Adresse des Heuquins halt draufsteht. Und da drin sind dann halt so Windeln, Socken, nochmal so ein ganzes Trainingsanzug-Set. Das ist auch generell jetzt bei diesem Heuquin so, dass sie keine Uniform haben oder jetzt auch keinen, ich sag mal, keine sehr strengen Regeln, was die Kinder tragen müssen. Die tragen halt, sag ich mal, jetzt auch im Winter so ein Sweatshirt und so eine Jogginghose, so eine ganz normale. Das habe ich aber übrigens auch gemerkt. Ich hatte Shiuri zum Beispiel am einen Tag so eine Art Kleidchen angezogen und das war verboten. Sie durfte kein Kleidchen anhaben, weil die Erzieher Angst hatten, das würde vielleicht dann irgendwo festhängen und sie könnte sich wehtun damit. Und ja, also die passen schon wirklich sehr, sehr arg auf. Also es gibt schon ein paar strengere Regeln. Wie ist es eigentlich in Deutschland? Weil da gibt es ja generell keine Uniform. Aber wie wird es da eigentlich so mit den Klamotten gehandhabt? Das würde mich mal interessieren.
Genau, und dann kam halt die Eingewöhnungsphase. Das war verdammt cool. Ich durfte an einigen Tagen dabei sein. Am ersten Tag waren wir halt nur für 1,5 Stunden dort und ich habe dann auch gesehen, wie die ganzen Kinder zusammen gespielt haben und Shiodi war immer sehr, sehr schüchtern am Anfang. Insgesamt muss ich sagen, Shiodi hat sich so schnell da eingefunden und die hatte bisher noch nie einen Tag. Ich meine, klar, morgens manchmal hat sie so gesagt, ich will heute nicht zum Heuqueren, aber dann sind wir trotzdem halt hingegangen, alles war okay. Aber sie hat bisher nie im Heuqueren irgendwie einen Terz gemacht an der Tür. Das war einfach nur so, Itterashai, Itekimasu, Haitach und dann nochmal so Kuss. Und also konnte ich halt einfach den Heuqueren verlassen, ohne Geschrei, ohne Geweine, ohne irgendwelche Tränen. Also ein Traum, wirklich. Mir scheint es so, als hätte sie regelrecht nur auf den Heuqueren gewartet. Also es ist einfach perfekt, wirklich. Ich weiß noch, dass ich der einen Erzieherin, es ist eine etwas ältere Dame, ihr habe ich erzählt am Anfang, was für Sorgen ich hatte und was mir so in den Parks und so widerfahren ist. Und sie hat mir halt dann so versichert, dass ich mir keine Sorgen machen müsste, dass alle Kinder zusammen spielen, dass keine Erwachsenen da sind, die sie irgendwie wegziehen und so, dass alle zusammen sein können. Ja, also was soll ich sagen? Ich habe mittlerweile sogar meinen kleinen Fanclub bei Shiodi. Das ist, wenn ich sie abhole, dann kommen die ganzen kleinen Kinder und sagen, Shiodi no Mama Kita! Und dann kommen alle so zur Tür. Das ist so süß, ey. Und die eine checkt dann immer, wenn ich mir meine Fingernägel lackiert habe, welche Farbe das ist und so. Und es ist so süß, wirklich. Also die sind alle so herzlich einfach. Also richtig, richtig, richtig süß. Und ich merke halt auch, dass Shiodi sich auch sehr, sehr viel von den anderen Kindern abguckt. Die sind natürlich alle schon total Tensei und können schon mit Stäbchen essen. Und sie fängt jetzt halt auch schon so langsam an, das halt zu kopieren. Und halt auch, was halt das Töpfchentraining anbelangt. Weil ich muss sagen, da hatten wir so einige Probleme nämlich damit. Und ich weiß nicht, ob ich mich einfach nur blöd damit angestellt habe, aber sagen wir mal so, seit dem Heuqueren läuft es wesentlich besser. Und was ich auch sehr interessant fand, war, als ich dort war, da waren halt die ganzen Erzieherinnen, also es sind 12 Kinder in einer Gruppe mit 3 Erziehern. Wobei mittlerweile ist jetzt auch ein weiteres Kind noch dazu gekommen in Shiodis Gruppe. Und als ich dort war, war halt immer so ein Mann dort, so ein Ninja. Er war voll der Ninja irgendwie. Ich meine, klar, die kannten mich noch nicht und ne, deswegen, ich denke mal, der war halt einfach nur ein Aufpasser, dass ich irgendwie nichts mit den Kindern anstelle oder so. Was auch sehr interessant war, weil ich mir dachte so, tu doch nichts. Die sind da sehr auf Sicherheit bedacht und haben mir zum Beispiel auch gesagt, dass sie nicht auf Kinderspielplätze gehen, weil halt noch so ein bisschen die Gefahr zu hoch ist bei der Menge an Kindern, dass vielleicht ein Kind von der Schaukel fällt oder stolpert oder sonst was. Das Schöne an dem Kindergarten ist halt, dass er einen eigenen Vorgarten hat. Das, was auch sehr angenehm ist, weil das habe ich von anderen Müttern zum Beispiel gehört, dass andere zum Beispiel eine Klingel haben und die Kinder dann natürlich immer, wenn jemand klingelt, dann total so aufhorchen, Mama, ist Mama da und so. Und das gibt es bei uns zum Beispiel nicht. Und die Kinder kriegen nicht zwangsläufig mit, dass dann da jemand kommt und können keine Klingel hören und so, sodass sie dann plötzlich so aufhorchen. Das ist schon wirklich sehr, sehr praktisch, das habe ich auch gemerkt. Was gibt es noch? Gab es noch irgendwas, was ich vergessen habe zu erwähnen? Ja genau, was vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen ist, wir machen es tatsächlich so, dass Shiodi von montags bis freitags zur Kita geht. Sie hat es sogar auch schon mittlerweile geschafft, sich einmal bei einem Kind anzustecken und Fieber zu kriegen und war ganz, ganz übel erkältet, aber das hat sich dann nach 1-2 Tagen dann Gott sei Dank wieder gelegt und hat sie sich übers Wochenende ausgeruht, dann war wieder gut. Nur hat es mich dann komplett zerlegt. Also mein Mann hatte dann eine Nacht Fieber, dann war es bei ihm okay und ich hatte vielleicht 1,5 oder 2 Wochen fast keine Stimme. Ich war so erkältet, aber jetzt bin ich wieder fit, also wie ihr hören könnt, meine Stimme ist wieder da. Sonst gibt es eigentlich nichts Großes mehr zur Kita zu sagen. Also nur, dass ich sagen kann, dass ich wahnsinnig dankbar bin, dass wir das gemacht haben, auch ein bisschen früher, bevor sie 3 ist. Und das ist auch noch etwas, ihr Japanisch ist so gut geworden. Ihr Japanisch-Level ist einfach so gestiegen. Klar, es ist immer noch sehr Kinderjapanisch und bla 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 und überhaupt. Und ich muss aber auch sagen, für mich ist es auch sehr hilfreich, weil ich auch sehr viel mit den Erzieherinnen rede. Ich war auch schon bei einem, ich sag mal, Elternabend. Das war mittags, aber da haben die Kinder dann Mittagsschlaf gemacht. Shiodi macht plötzlich wieder Mittagsschlaf. Was ist los? Und dann haben wir uns für 1 Stunde da getroffen und haben uns dann so ausgetauscht über so verschiedene Themen. Und dann haben auch die Erzieherinnen so erzählt, was sie so mit den Kindern machen. Und ich habe halt auch gemerkt, dass es meinem Japanisch einfach sehr, sehr viel hilft, weil ich jetzt automatisch einfach sehr viel mehr erzählen muss. Ich muss ja auch jeden Tag immer dann ausfüllen, ob es irgendwas gab, ob sie irgendwie in der Nacht oft aufgewacht ist, was sie gegessen hat zum Abendbrot, zum Frühstück, ja, ob sie halt groß gemacht hat am Morgen oder nicht. Also halt so Kleinigkeiten. Also das hilft auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel, was so die japanische Übung anbelangt. Das soweit zur Kita. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich wollte dieses Video schon total lange machen, aber irgendwie
ja, was ist Zeit? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch haben solltet, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wieder das typische Schlusswort. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.